Wir haben eine neue Fräsmaschine gekauft und da dachte ich mir, jetzt ist es Zeit für ein Update-Video zum Thema CNC-Fräsen. Unsere alte Fräsmaschine, die gibt es zwar noch, aber die nutzen wir jetzt nur noch für das Fräsen von Holzmaterialien. Heute reden wir aber über das Fräsen von Schaumstoffen und Fließmaterialien. Diese beiden Materialien werden in vielen Industrien eingesetzt, insbesondere bei uns in der Musik-, Waffen- oder Möbelindustrie. Die werden aber auch in anderen Industrien, wie zum Beispiel der Medizintechnik, sehr oft eingesetzt. Das CNC-Fräsen, das ist ein sehr programmgesteuerter, automatisierter Prozess, aber er erfordert auch viel handwerkliches Geschick. Und genau das gucken wir uns heute an. Schäume und Fließmaterialien sind weiche Materialien. Bei den Schäumen, da gibt es verschiedene Arten. Es gibt eher weiche, offenporige Schäume, aber auch geschlossenporige, eher härtere Schäume. Bei uns, da benutzen wir am meisten eigentlich die Shadowboards, das ist das, was ihr hier seht. Das sind eher dickere, härtere, geschlossenporige Schäume. Bei den Fließmaterialien, da werden Fasern erst vernadelt und dann zu Platten gepresst. Die Platten haben eher eine harte Oberfläche, aber einen weicheren Kern. Beide Materialien sind eher weich und elastisch, aber sehr hart zu zersparen. Das erfordert das richtige Wissen, die richtigen Parameter und die richtigen Werkzeuge. Und darüber reden wir jetzt. Die Werkzeugwahl ist entscheidend. Bei weichen Materialien, da brauchen wir eher Fräser, die das Material schneiden, als es zu zerreißen. Auch sehr wichtig ist, dass das Material die Fräser nicht verstopft. Bei Fließmaterialien ist es auch sehr hilfreich, wenn die Maschine Messer oder Sägeblätter hat, sodass man auch Schnitte setzen kann und das Material nicht nur fräsen muss. Die richtigen Fräsparameter, die machen den Unterschied. Um sicherzustellen, dass die Maschine ganz alleine ohne menschlichen Eingriff laufen kann, da müssen wir Maschine und Programm perfekt aufeinander abstimmen. Dies erfordert einiges an Tests und einiges an Ausschuss. Ganz wichtig, was beim Fräsen von weichen Materialien auch passieren kann, das ist, dass sich die Fräser mit Material zusetzen. Wir können das zwar sehr stark verbessern, also durch Geschwindigkeit der Maschine, wie stark der Vorschub ist und so weiter. Es lässt sich aber nie ganz lösen. Hierfür haben wir dann Ultraschallbäder, um die Fräser zu reinigen. Ein weiteres großes Problem sind die Materialstücke, die beim Fräsen anfallen. Diese müssen zum einen von einer Absaugung angezogen werden, die den richtigen Wumms hat. Gleichzeitig muss das Material auch einen Vakuumtisch haben, der genug Vakuum hat, um das Material wirklich festzuhalten, sodass es dann beim Schneiden nicht verrutscht. Das CNC-Fräsen von Schaumstoffen und Fliesen, das erfordert die richtige Kombination von Fräsparametern, Werkzeugen und Bearbeitungstechnik. Das ist was, das haben wir bei uns perfektioniert. Ich hoffe, euch hat das heutige Video gefallen und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann!